Hallo, ich bin Christian. Ich arbeite für das Team Wissenstransfer an der TU Braunschweig und wir befinden uns hier im Vorlab, im Raum für soziale Innovation. Und ich freue mich sehr, Lukas Lech hier begrüßen zu dürfen. Lukas ist bei Enactus. Magst du uns ein wenig erzählen, was Enactus macht und was es überhaupt ist? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin seit 4 Jahren mittlerweile bei Enactus und wir sind eine studentische Initiative, die sich mit Social Entrepreneurship beschäftigt. Magst du nochmal ausführen, was Social Entrepreneurship ist? Ja, natürlich. Social Entrepreneurship ist vor allem für uns auch der Gedanke, positiven Impact auf die Gesellschaft und/oder die Natur zu haben und dabei gleichzeitig am Wirtschaftssystem teilzunehmen. Dabei aber nie Geld als Ziel zu verstehen, sondern immer nur als Vehikel, als Antreiber dafür, den Impact zu schaffen, den wir mit unseren Projekten und dann im Entrepreneurship-Sinne auch mit den Unternehmen zu gewinnen. Was sind für dich so bekannte Beispiele für Social Entrepreneurship? Also mir fällt da nur zum Beispiel Ecosia an. Das ist ja eine Suchmaschine, die dann eben mit den Einnahmen sozusagen Bäume pflanzt. Ja, genau. Also falls ich nochmal ein Unternehmen nennen darf, dann vielleicht falls du deine Hände ein bisschen runternimmst, nämlich Patagonia. Sehr bekannt von Patagonia war eine ihrer ersten Werbungen, wo sie eine ganze Seite in einem Magazin benutzt haben, um eine Jeans vorzustellen, die Leute nicht kaufen sollen. Sondern nur, wenn sie sie halt wirklich brauchen. Falls ich nochmal eigene Projekte aus unserem Verein vorstellen kann, dann würde ich eins vielleicht nennen, was gerade in Saison ist. Studierende kennen momentan ja vielleicht die Festivalsaison, wenn man es neben den Klausuren schafft. Und da sind wir momentan mit dem Projekt Neuerdings unterwegs, welches sich damit beschäftigt, alte, kaputte Zelte, die auf Festivals zurückbleiben und nicht weiterverwendet werden können, einzusammeln und diese zu Bauchtaschen umzunehmen. Jetzt hast du gesagt, dass es ein Upcycling-Prozess ist von alten Zelten zu Bauchtaschen. Und wer stellt diese dann am Ende her, diese Bauchtaschen? Also intern haben wir den Prozess, dass wir im Austausch und der Kommunikation mit den Festivals stehen und mit allen notwendigen Stakeholdern und auch die Preise festlegen und das Einsammeln von den Zelten übernehmen. Das Upcycling, also das Nähen selber, machen lokale Nähereien hier in Braunschweig. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns im Raum für soziale Innovation befinden. Und im kommenden Herbst findet hier auch das Social Innovation Programm statt. Du hast in der Vergangenheit schon an einem Workshop als Teil des Social Innovation Programms teilgenommen, am Lego Serious Play Workshop. Magst du uns einmal erzählen, was du daraus mitgenommen hast und was dir besonders gefallen hat? Also der Lego Serious Play Workshop hat mir sehr gefallen. Vor allem, weil dieser Raum auch sehr gut dafür geeignet war. Also der Raum ist sehr modular aufgebaut und bietet sich deswegen dafür an, verschiedene Workshops hier zu machen. Am Lego Serious Play Workshop speziell hat mir nochmal gefallen, dass wir eine kleine Idee entwickelt haben, aber dann auch gleich die Möglichkeit hatten, diese mit den Händen nachzubauen und zu entwickeln und festzustellen, was funktioniert nicht und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial, was wahrscheinlich so nicht gegeben wäre, wenn es erstmal nur auf Papier lange Zeit vor sich hingeschwellt hätte. Was hast du für vielleicht dein Engagement bei Enactus auch mitnehmen können bei dem Workshop? Genau das, was ich schon meinte, also dass wir Ideen nicht lange diskutieren und ausüberlegen möchten, sondern dass wir direkt daran übergehen möchten, Prototypen zu entwickeln und dann vor allem auch mit Stakeholdern und möglichen Interessenten zu reden, um dann feststellen zu können, okay, das funktioniert für die und das hat nur bei uns im Kopf funktioniert, ist aber fernab von der Realität. Also quasi schnell ins Doing, sag ich mal, kommen und dann vielleicht auch eher so einen iterativen Prozess anstoßen, dass man dann sich eben verbessert und die Idee noch weiter ausreifen kann. Genau. Was mir erstmal ins Magen kommt. Super. Was wäre darüber hinaus noch spannend hier im Vorlab zu sehen für dich? Also ich denke, das Vorlab eignet sich vor allem für diese Schnittstelle aus dem, was die Studierenden theoretisch lernen und das, was sie praktisch anwenden können. Also dass sie nicht nur das theoretische Wissen für immer mit sich rumtragen, sondern dass sie auch wirklich dazu übergehen, innerhalb von Workshops und dann auch darüber hinaus wirklich ins, wie du schon meintest, Doing zu kommen. Ja, genau. Das ist auch unser Ansinnen im Social Innovation Programm, dass wir eben
Studierende dazu ermutigen, eben, dass sie das theoretische Wissen, was sie hier an der TU erwerben, auch praktisch umsetzen können, eben über Organisationen wie Enactus, aber auch mit anderen Praxispartnern. Ja. Und genau, da liegt unser Ansinnen. Danke, Lukas, dass du heute hier warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast in Enactus und in eure Doings. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, packt sie bitte in die Kommentare. Und sonst freue ich mich, euch im Herbst im Social Innovation Programm begrüßen zu dürfen.